Das ist Herr Schneider. Herr Schneider ist Architekt und soll für Frau Müller ein Bürogebäude entwerfen. Frau Müller ist der Umweltschutz besonders wichtig. Deshalb will sie, dass ihr Gebäude ein Nachhaltigkeitszertifikat erhält. Aber wie erkennt Herr Schneider, welche Baustoffe nachhaltig sind? Für Baustoffe gibt es viele Öko-Labels, die in 3 Typen eingeteilt werden. Typ 1 funktioniert so. Eine Umweltorganisation bewertet Merkmale eines Produkts. Schneidet das Produkt dabei umweltfreundlicher ab als vergleichbare Produkte, bekommt es ein Typ 1 Label. Bei einem Typ 2 Label bewertet der Hersteller sein eigenes Produkt. Damit garantiert er, dass sein Produkt selbstgestellte Anforderungen erfüllt. Herr Schneider ist aber noch unsicher. Reicht eine Bewertung einzelner Merkmale aus, um ein nachhaltiges Gebäude zu planen? Dazu ein Beispiel. Für ein Iglo braucht man nur einen einzigen Baustoff: Schnee. Schnee ist ein umweltfreundliches Naturprodukt und kann vollständig recycelt werden. Und weil Iglos von Hand gebaut werden, verbrauchen sie praktisch keine Energie. Der Baustoff Schnee und das Gebäude Iglo sind also, ökologisch gesehen, nachhaltig. Das stimmt aber nicht immer. Will man ein Iglo in der Wüste bauen, muss der Schnee sehr weit transportiert werden. Und damit das Iglo nicht einfach wegschmilzt, muss der Schnee permanent gekühlt oder ausgetauscht werden. All das verbraucht eine Menge Energie. Umweltfreundliche Baustoffe sind also keine Garantie für Nachhaltigkeit. Denn Baustoffe sind keine Endprodukte. Ihr Einfluss auf die Umwelt hängt immer von vielen Faktoren ab. Denn erst am Gebäude entwickelt ein Baustoff seine Umweltwirkungen. Typ 1 und Typ 2 Label reichen für Herrn Schneider deshalb nicht aus. Denn er benötigt transparente und vollständige Informationen über alle Eigenschaften und Umwelteinflüsse seiner Baustoffe. Aber woher bekommt Herr Schneider diese Informationen? Hier kommt Typ 3 der Ökolabel ins Spiel, die EPD. EPD steht für Environmental Product Declaration, auf Deutsch Umweltproduktdeklaration. Die meisten EPDs in Deutschland werden vom IBU veröffentlicht, dem Institut Bauen und Umwelt. Aber wie entsteht eine EPD? Zuallererst erarbeiten Baustoffhersteller, Experten und Öffentlichkeit gemeinsam die sogenannten Produktkategorieregeln, abgekürzt PCR. Die PCR legen fest, welche Anforderungen eine EPD und die darin enthaltenen Daten für die jeweilige Baustoffgruppe erfüllen müssen. Auf Grundlage der PCR ermittelt der Baustoffhersteller nun die geforderten Daten in Form einer Ökobilanz und erstellt daraus eine EPD für sein Produkt. So kann er alle Daten seines Produktes angeben, von der Rohstoffgewinnung bis zum Abriss des Gebäudes. Im Anschluss übergibt das IBU die EPD zur Prüfung an unabhängige Dritte. Ist alles in Ordnung, wird die EPD vom IBU veröffentlicht und steht Herrn Schneider dann online zur Verfügung. Eine EPD bewertet also nicht, sondern liefert klare Informationen über Inhalte und Umwelteinflüsse eines Bauproduktes, bezogen auf seinen gesamten Lebenszyklus. Außerdem basiert eine EPD auf internationalen Normen und wird durch unabhängige Prüfer verifiziert. Mithilfe der EPDs kann Herr Schneider nun die richtigen Baustoffe auswählen, um für Frau Müller ein nachhaltiges Bürogebäude zu planen. Und weil in den EPDs die benötigten Informationen bereits vorhanden sind, kann Frau Müller ihr Gebäude jetzt zertifizieren lassen. Das Detail im Fokus, das Ganze im Blick. Mit EPDs vom IBU.